Hi und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal von Sportsman Target. Mein Name ist Daniel, kennt ihr schon, wisst ihr schon, die meisten auf jeden Fall. Im letzten Pfeilbau-Video, da haben wir euch versprochen, wir werden auch ein Video machen, in dem wir diese Pfeile auch testen, was sie aushalten und. Das haben wir gemacht. Eure selbstgebauten Pfeile mit Spitzen, also hauptsächlich geht es halt auch um die Spitzen, aber auch um den ganzen Pfeil. Und wie gesagt, den Test haben wir gemacht, den habe ich draußen gemacht. Da nehme ich euch jetzt auch mit und wünsche euch viel Spaß. Genießt die Show und lasst euch überzeugen oder beziehungsweise überzeugt euch selbst, was so ein Pfeil aushält. Bis dann. Ja, grüßt euch. Hier ist der Ort des Geschehens. Wie gesagt, es geht heute nur um die Spitzen, nicht um Pfeile, nicht um Geschwindigkeiten oder. Es geht einfach nur um Spitzen, ja, einfach ganz easy. Weil ich euch versprochen habe, wie gesagt, dass ich euch zeige, was die Spitzen von meinem Video, vom Pfeilbau-Video aushalten. Die sind aus Wolframstahl, so schnell gehen die nicht kaputt. Und wie gesagt, hinter mir habe ich Dings aufgebaut, ein kleines Setup, sprich eine Betonplatte, dahinter ein Ziel, ein Target, dahinter ein Backstop, also eine Backstop-Matte, Pfeilfangmatte, und da dahinter ist noch eine abgerissene Hütte und weiter hinten sind 3 Meilen einfach nur Wald. Wie gesagt, schießen werde ich heute mit der Survival mit dem 150er Bogen. Hier sind die ganzen Pfeile und Spitzen, sprich wir haben hier die blauen, sind die Übungsspitzen, die gelben, die billigen Spitzen, wo dabei sind. Das sind die schwere Botkin-Spitzen und das hier sind die selbstgemachten Spitzen. Wir beginnen mit dem Botkins. Warum nehme ich 2? Je nachdem wie lang es geht, wie lange der Pfeil aushält. Benutze ich noch eventuell einen zweiten, um die Sache eine Chance zu geben. Wie gesagt, es ist kein Pfeiltest, sondern nur ein Spitzentest oder beziehungsweise ich will euch nur zeigen, was meine Spitze aushält. So, ich habe hier 3 Meter circa, schießen wir mit dem Botkins. Zack, der kommt auch direkt wieder zurück und er hat nichts. So. Dann machen wir den zweiten Schuss. Haben wir auch geschafft. Und überraschenderweise hat er immer noch nichts. Oder was heißt überraschenderweise? Weißt du, es gibt gute Qualität, es gibt schlechte Qualität oder. Jo. Oh, jetzt ist er stecken geblieben. Guckt an. Stecken geblieben. Und ja. Jetzt ist der Schaft aber auch kaputt. Der ist leicht verbogen. Ich werde am Schluss ein Foto machen. Dann werdet ihr auch alle Pfeile sehen. Ich habe jetzt euch eigentlich extra ein Video aufgenommen, aber ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken. Ja, ich ziehe die Survival mit dem 150er Bogen lieber von Hand auf. Fleischklopfer kennt auch jeder. Manche haben ein Problem damit oder es tut ihnen die Hühnerbrust weh oder was oder können Schnitzel draus klopfen. Mir macht es nichts aus. Alles cool. Okay. Der Pfeil hat einen Abgang gemacht. Man weiß es nicht, wie es aussieht, wie er aussieht oder. Ich würde vorschlagen, wir nehmen die Übungspfeile bzw. die Übungsspitzen. Den testen wir durch.
Die Übungsspitzen sind aus Alu, nicht aus Carbon. So, 3 Meter und Feuer. Das sieht komisch aus. Ist vorher komisch abgeprallt. Ja, der ist krumm. Weiß nicht, ob man es erkennt. Wie gesagt, ich mache nachher Fotos. Dann erkennt ihr das ganz, ganz gut. Die Spitze ist zwar heile geblieben, aber der Pfeil ist am Arsch. Aber ich habe hier noch einen und ganz gut. So, und jetzt Feuer frei auf den nächsten Schuss. Dann gucken wir mal, was da geht. Oh! Also jetzt ist er, glaube ich, wasserdicht. Ja, ist schon hart, aber es ist aber auch Alu, das muss man dazu sagen. Und Aluminium ist noch lange nicht so stabil wie der. Hier habe ich den billigen, da wird dasselbe passieren wie mit den Übungspfeilen, den blauen. Ganz einfach, weil es Aluminium ist und das einfach nicht sonderlich hält. So, was ist passiert? Wie ich es gesagt habe, da braucht man eigentlich gar kein Gewinde mehr. Eigentlich kann man das Ding draufsetzen, einen Schuss abfeuern und dann sitzt der Pfeil da drin. Leider nicht gerade, weil sonst kann man die Pfeile verpressen. So, jetzt kommen meine Pfeile dran. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Oder ihr seht bei uns auf dem Kanal, wie man die Teile selber baut. Und dass es eine hohe Qualität ist, das werde ich euch beweisen. Erster Schuss. Pfeil hat gar nichts. Absolut nichts. Hoppala. Ein bisschen Beton abgeplatzt. Ja, es war nur Beton. Ich hoffe, die Kamera vorne macht so mit, weil der Akku zugrunde geht. Kann sein, dass er das nicht mehr aufnimmt. Aber das sehen wir dann. Wie gesagt, ich zeige euch dann nachher Bilder. Und dann seht ihr. So, was haben wir hier? Immer noch nichts. Immer noch der alte Pfeil. Carbon kann sich nicht biegen, also brauche ich da gar nicht so großartig gucken. Da kann nur reißen. Ob er Haarrisse hat, weiß ich nicht. Kann ich nicht sehen mit bloßem Auge. Wie viel Schuss war das jetzt? Dritte, vierte? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Immer noch nichts. Immer noch nichts, immer noch nichts. Gar nichts, kein Kratzer, gar nichts. Okay, der Vane habe ich wahrscheinlich schlecht geklebt. Der hängt ein bisschen. Oh! Haben wir das hier auf Kamera noch? Yes, der steckt drin sogar. Steckt drin. Oh, fuck, Alter. Sogar. Oh, ja, richtig steckt der drin. Meine Fresse. Der steckt sogar. Der steckt sogar richtig drin. Hat immer noch nichts. Der eine Vane ist jetzt, hat einen Abflug gemacht. Den habe ich wahrscheinlich schlecht geklebt. Aber ist ja kein Problem. Kleber muss man guten finden. Aber dieser Test geht auch ohne diese ganze Sache. Und was muss ich sagen? Der hat immer noch nichts. Ich kann immer noch schießen. Hier, ich kann es euch immer noch beweisen. Hier. Wie gesagt, der Vane ist jetzt weg, aber das macht ja nichts. Der Pfeil hat gar nichts. Gar nichts hat der Pfeil. Ja. Und deswegen, wie gesagt, das Video findet ihr bei uns. Dort stehen auch die Quellen, wo man die Sachen auch herbekommt. Habe es gerade noch entdeckt. Könnt ihr gerne im Video gucken und könnt ihr euch selber die Pfeile bauen. Okay, jetzt war hier die Nocke ein bisschen locker, aber das ist... Hey, wie viele Schüsse habe ich jetzt da drauf gemacht? Sollen wir jetzt so weitermachen?
Okay, ich mache jetzt faire halber. Wie gesagt, die Nocke ist jetzt locker. Ich schieße den jetzt nochmal von 3 Meter und dann nehme ich den anderen und schieße mal von 1,5 Meter oder was, keine Ahnung. So, wie gesagt, der Pfeil verreckt nicht. Der Pfeil verreckt nicht, ist so, wenn er verreckt, dann der Schaft. Der ist jetzt vorbelastet. Ich werde jetzt hier von meinem Stock, gehe ich jetzt gerade 1 Meter weiter vor ungefähr und schieße mal hier von 1,5 Meter oder 2 Meter, was auch immer das sind. So. Hoppa! Ja, manchmal steckt er halt drin. Sehr geil, sehr geil. Die Kamera ist leider Akku leer gegangen. Das hätte ich euch da gezeigt. Steckt sogar drin. Steckt sogar drin. Ja, das ist halt Power. Da ist Power dahinter, kann man nichts sagen. So, jetzt schieße ich nochmal von sehr nah. Putz. Die Fetzen fliegen hier. Ups, da ist mein Messer runtergefallen. Liegt aber daran, weil ich hier die Schalen nicht mehr dran habe. Sondern Paracord, der ist ein bisschen dünner, dann hält das Ganze nicht. So, ich will euch jetzt nochmal zeigen. Der Pfeil hat gar nichts. Null. Außer der Wellen, aber null. Wie viel Mal habe ich drauf geschossen? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aber ja, braucht man auch nicht mehr mitzählen. So, ich gehe jetzt super nah hin. Jetzt probiere ich es mal wie andere Leute im Internet. Die machen ja immer irgendwie so einen Cowboy-Move oder keine Ahnung. Hier funktioniert auch mit Cowboy-Ninja-Move. Der steckt sogar drin. So, ich schieße jetzt noch einmal von sehr nahem und dann werdet ihr sehen, 150er Bogen. Diese gute Pfeile. Hier. Batz. Was wollt ihr? Ey? Hier, wenn er nächstes Mal drin steckt, dann hole ich euch. Und dann seht ihr es und dann war es das auch. So, noch näher. Bam. Die Spitze und der Pfeil hat nichts. Ich schieße hier gerade von 40 cm. 150er Bogen. Gar nichts, gar nichts. So, hier. Was sind das? 30 cm, feuerfrei. So, jetzt steckt aber auch der Pfeil drin. Jetzt nehme ich euch mal mit, weil die andere Kamera hat leider den Geist aufgegeben. Tut mir sehr leid. Und ihr seht, er hat gar nichts und knallt in Beton. So, jetzt mache ich euch die Kamera mal näher hin kurz. Jetzt will ich es nämlich wissen. So, so, okay. So. Ich meine, der ist jetzt ein bisschen vorbelastet. Ja, so langsam lässt das Material auch nach. Ist aber verständlich. Ich hoffe doch, oder es ist akzeptabel. Denke ich aber auch. So, hier. Batz. Geil. So. Ich meine, gut, was heißt Material? Die Nocke ist locker, die war vorher auch locker. So, wie nah soll ich noch dran? Wie nah soll ich noch dran? Der Pfeil bleibt jedes Mal stecken. Ah, jetzt. Jetzt ist der Schaft kaputt, aber das will ich euch beweisen nochmal mit einem Ganzen. Ob das nach dem ersten Schuss ist oder nicht. Aber wie gesagt, der andere ist ja vorbelastet. Was will ich da machen? Kann man nichts machen. Ja, zack. Oh, muss man aufpassen. Nö, hat nichts. Hat nichts, seht ihr? Also, wie gesagt, ist einfach ein Megateil. So, hoppala. Fast noch den Tripod. Hier, selbst von 30 cm nichts. So, jetzt lasse ich das aber auch. Jetzt habe ich genug Pfeile zerstört. Ja, also, wie gesagt, jetzt habt ihr es gesehen. Es ging eigentlich sekundär nur um die Pfeile. Es ging primär um nur die Spitzen, was die aushalten. Oder ich sag mal,
die Verbindungsstück auch, ja, zwischen Spitzen und Pfeile. Und ich darf die Brille runter. Aber Brille braucht man bei so einem Test. Ihr habt es gesehen, wie die Pfeile zurückschmettern können. Kein Bock, so ein Ding im Auge zu haben. Wie gesagt, hier haben wir den billigen, wo mitgeführt wird. Der ist eingestampft. Hier haben wir den zweiten. Aber bei Aluminiumpfeilen ist es eigentlich normal, dass das passiert. Also nichts Böses. Hier, er hat lange durchgehalten, aber irgendwann gibt auch da das Material einfach den Geist auf. Es ist halt so. Aber die Spitzen, wie gesagt, es geht um die Spitzen, sind alle noch in Ordnung. Hier nochmal einer, aber der ist krumm, man sieht es aber nicht so gut. Und hier der selbstgebaute Pfeil mit den Wolframspitzen. Wie gesagt, guckt das andere Video an, wie man den Pfeil baut. Ihr habt es gesehen, wie viel Schuss. Ich habe nicht mitgezählt. Hält, 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 hält und hält. Alles klar, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn euch das Ding gefallen hat und ihr mehr solcher Tests haben wollt, ja, keine Vergleiche, ganz wichtig, nur Tests, dann schreibt es gerne in die Kommentare, sagt mir Bescheid oder sagt uns Bescheid. Wir versuchen uns was einfallen zu lassen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dieser Content auch euch gefällt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es gerne rein. Wie immer, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock drauf habt, ein Like da und die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Jeden Freitag bringen wir ein Video raus. Von dem her alles cool. Kostet kein Geld, ist umsonst, tut nicht weh und die Zeit, 2 Klicks zu machen, wie immer, sind 2 Sekunden. Und wir gehen euch nicht auf den Senkel. Das wollte ich sagen. Alles klar, dann haut rein und bis zum nächsten Mal.